Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Man möchte von uns wissen hier die Stellung der Frau im Sufismus oder im Islam. Allah, der Herr, der Schöpfer, hat die Frau eine Stellung gegeben, einen Stellenwert gegeben hier, was niemand beschreiben kann. Mevlana Rumi, der große Sufi-Meister und große Gelehrte, sagte, was der gläubige Mann in 200 Jahren schaffen kann, schafft eine gläubige Frau in 2 Jahren, wenn sie will. Und das ist Gnade und Barmherzigkeit Gottes und eine Unterstützung Gottes. Der Herr ist immer der Frau näher, eine gläubige Frau näher als zu einem gläubigen Mann. Weil die Frau war der Wunsch Gottes, der Mann Wille Gottes. Beide haben andere Funktionen in der göttlichen Gegenwart und andere Beziehungen zum Herrn. Die Frau wird immer mehr unterstützt als der Mann. So, wenn eine gläubige Frau einen gläubigen Mann unterstützt auf seinem Weg, so ein Mann wird mehr Erfolg haben und schneller sein Ziel erreichen als mit einer Frau, die nicht mit dem Glauben zu tun hat und ihren Mann unterstützt auf seinem Weg. Und da war eine Dame auch in der Sufi-Literatur, eine gläubige Dame, die Frau eines großen Sufi-Meisters, Mevlana Mohammed Suleiman Jazuli aus Marrakesch. Dieser Scheich war ein großer, berühmter Scheich. Eines Nachts konnte er nicht schlafen, wachte auf und er sah, dass seine Frau fehlte im Bett. Stand auf und ging zur Tür und was sah er da? Dass die Frau sich angezogen hatte mit schönen Kleidern und sich auf den Weg machte in der Nacht, in der Dunkelheit des Nachts, und dass 2 Löwen sie begleiteten. Eine Löwe vorne, eine Löwe hinten. Und er war sehr erstaunt. Er folgte das merkwürdige Bild. Und die Frau und die 2 Löwen kamen bis zum Meer und sie fingen an, auf dem Meer zu laufen, zu einem kleinen Insel. Und er schaute, wie die Frau da eine Zeit lang hier ihre Nachtgebete machte und dann wieder zurück auf dem Wasser laufend nach Hause kam. 3 Tage lang, 3 Nächte lang beobachtete er diese Situation. Dann konnte er sich nicht mehr halten und sagte seine Frau am nächsten Tag: Frau, was machst du in der Nacht? Was machst du für eigenartige Sachen? Und ich habe dich beobachtet, 2 Löwen haben dich begleitet und dir gehorcht. 2 wilde Löwen haben sich dir ergeben. Wie geht das? Mit was für eine Ergebenheit und mit was für ein Gebet hast du diese spirituelle Stufe erreicht? Sag mir dein Geheimnis. Und seine Frau sagte: Merkst du das erst jetzt? Ich mache das seit Jahren. Seit Jahren gehe ich mit diesen beiden Löwen, die mich begleiten und beschützen, in der Nacht meine Gebete zu machen, meine Liebe zu erweisen meinem Herrn gegenüber. Und ich habe diese Stufe erreicht, indem ich immer eine spezielle Salawat Sharif rezitiert habe. Ich habe in der Dunkelheit des Nachts den meistgeliebten in der göttlichen Gegenwart gelobt und gepriesen und das hat Allah gefallen. Und er hat mir es möglich gemacht, hier, dass alles mir dient und mich beschützt. O Frau, sag mir, was für ein Salawat war das? Fragte der Scheich seine Frau, so dass ich das auch rezitiere.
Und die Frau lachte und sagte, keine Erlaubnis. Doch du kannst ein Buch machen. Und wenn du alle Salawats in dieser Welt zusammen gebracht hast und zu einem Buch gemacht hast, schaue ich rein und sage dir, ob dieses Salawat in diesem Buch ist oder nicht. Und der Scheich machte sich jahrelang auf den Weg, überall in die islamische Welt. Und wo ein Salawat zu hören, zu rezitieren war, sammelte er und machte es zu einem Buch, Dalailul Khairat, weltbekannte Buch des Salawat Sharif. Und seine Frau zeigte er das Buch und die Frau sagte, an mehreren Stellen kommt das vor. Und wer das Buch liest täglich, der wird gesegnet werden und belohnt werden wie ich. Warum haben wir das erzählt? Das ist die Stufe einer gläubigen Frau. Und Wissen zu erlangen, sagte Sayyidina Mohammed, Mann und Frau ist es Fars, ein Befehl. Wo soll eine Gleichberechtigung noch geben, wenn nicht im Wissen? Das göttliche Wissen zu erlangen, das wichtigste Wissen in der Existenz, das göttliche Wissen, das Wissen über das Erreichen der göttlichen Nähe und Liebe, da gibt es kein Hindernis für die Frau. Das ist sogar ein Fars, ein Befehl, ein Order, eine Empfehlung. Und niemand kann Frauen vorenthalten, ein Wissen zu erlangen. Und so im Glauben und Ausübung der Rituale, Glaubensrituale, da gibt es für Mann und Frau immer eine Gleichberechtigung. Sie sind beide gleichberechtigt und sie können beide höhere Stufen, spirituelle Stufen erreichen und göttliche Nähe erlangen. Sogar auch in der Sufi-Geschichte und islamischen Geschichte gibt es viele heilige Damen, die es geschafft haben, höhere spirituelle Stufen erreicht zu haben als ihre Männer und als viele islamische Gelehrte oder Scheichs. Diese Dame war ein Beispiel dafür gewesen. Wir verdanken das große heilige Buch, die Ansammlung des Salawat Sharife, Dalailul Khairat, diese Dame. Ohne diese Dame hätten wir das Buch nicht gehabt und wir hätten nicht die Möglichkeit gehabt, so schöne Lobpreisungen unseres Propheten hier täglich rezitieren zu können. Möge Allah die Seelen dieser Damen hier noch mehr Licht schenken und alle Frauen und Männer zu gläubige Frauen und Männer machen und spirituelle Stufen geben und mögen Frauen und Männer gesegnet sein auf dem Weg Gottes. Und Mevlana Rumi sagte, nur ein unwissender Mann, ein ignoranter Mann denkt, dass die Frau ihm unterlegen wäre. Aber ein kluger, ein studierter, ein gelehrter Mann würde sofort wissen, dass er der Frau unterlegen ist. Was für eine Kraft und Geheimnis hat die Frau, nur Allah weiß es. Was für eine Stellenwert und Stelle, Platz in der göttlichen Gegenwart und im Leben eines Mannes hat die Frau, weiß nur Allah. Und die ihm nahe sind. Deshalb der Sayyidina Mohammed in seinen letzten Worten, wo er die Welt verlassen sollte, sagte er, ich mache euch anvertrauen. Und das eine ist Koran und das andere ist die Frau. Möget ihr beides gut hüten, o ihr Männer. Die Frau ist ein Anvertrauen Gottes und ein Anvertrauen des letzten Propheten an die Männer. Und so mögen wir Männer die Frauen zu schätzen wissen und zu beschützen wissen. Mögen wir gesegnet sein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.